Wir sind ja auf unserer Versuchsfläche. Wir haben hier insgesamt 4 Versuchspunkte. Einmal diese beiden Bäume hier und dann noch hinten im Wald ein Stück raus 2 weitere Buchen. Und ich schreibe hier meine Bachelorarbeit im Fach IFEM und was wir hier tun ist, wir schauen uns an, wie reagiert so ein Baum baumphysiologisch auf klimatische Veränderungen und auf Veränderungen in seiner Umwelt. Ja? Dafür haben wir hier 4 Messpunkte eingerichtet und was wir hier tun ist, wir schauen quasi, der Baum, dehnt er sich aus oder schrumpft er zusammen. Ja, also über den Tagesverlauf hinweg, aber auch über einen größeren Zeitraum von mehreren Tagen und Wochen verändert sich so ein Baum in seiner Weite. Nicht nur durch Wachstum, das ist natürlich auch ein Faktor, aber vor allen Dingen auch durch zum Beispiel Wassereinlagerung und Wasserfluss. Ja, dann kann man sich vorstellen, an so richtig verregneten Tagen, ja, und in richtig feuchten Zeiten, da ist dann viel Wasser da, und wenn es eher Trockenstress gibt und lange kein Regen gefallen ist und alles sehr warm ist, dann ist da eher weniger Wasser. Und diese kleinen Veränderungen, wenn man da jetzt einfach mit einem Maßband rangeht oder so, dann sieht man das gar nicht so gut. Aber deswegen haben wir hier diese kleinen Stationen. Das sind Punktdendrometer, und das ist einfach ein Metallrahmen mit 2 Schrauben in den Baum fixiert. Und hier ist eine kleine Schraube vorne, ein kleiner Sensor mit einer Feder dran. Und wenn der Baum jetzt sich ausdehnt, ja, dann drückt es diese Schraube mit der Feder leicht nach innen. Und wenn er wieder zusammenschrumpft, dann geht die Feder wieder ein Stück raus. Und das Gerät misst einfach den Druck, der da jetzt von dem Baum kommt, ob die Feder reingedrückt ist oder nicht, einfach in Volt. Das geht hier hinten rein und dann kommt so ein kleines Kabel raus. Und das führt dann hier runter in diesen Kasten. Und da ist dann unser Messgerät drin. Ja, hier haben wir einen Datalogger. So sieht das ganz von außen aus. Hier unten kommt das Kabel rein und mündet dann in dieses kleine Gerät hier. Ja? Und da rechnet es jetzt um, okay, so und so viel Volt ist hier angekommen, so viel Druck ist da drauf quasi. Was heißt das? Wie viel Mikrometer hat sich der Baum gerade ausgedehnt oder wieder zusammengezogen? Und was wir uns davon erhoffen, ist, wir wollen das dann vergleichen, zum Beispiel mit Wetterdaten. Ja, und dann können wir schauen, okay, es war jetzt 2 Wochen lang am Stück trocken und warm. Wie hat der Baum darauf reagiert? Ja, was hat das für einen Unterschied für ihn gemacht? Hat er sich zusammengezogen? Ist das Wachstum eingeschränkt gewesen? Jetzt hatten wir aber 3 Wochen lang starken Regen etc. Hat er jetzt wirklich viel Masse bekommen? Ist er vielleicht sogar ein Stück weit breiter geworden und gewachsen? Und all solche Unterschiede wollen wir dann im langfristigen Sinne sehen. Wir haben das jetzt erstmal für ein paar Wochen aufgebaut, aber was wir gerne hätten, ist, dass das dann vielleicht ein Jahr, vielleicht mehrere Jahre hängen bleibt und wir dann langfristig wirklich sehen können, okay, so hat sich das Klima zum Beispiel verändert. Ja, diese Unterschiede können wir feststellen. Wie reagiert der Baum darauf? Hier vorne haben wir 2 relativ erwachsene Bäume genommen, viel Platz für die Krone, relativ vitale Bäume. Und hinten sind 2 jüngere Exemplare, damit wir auch sehen können, ist da vielleicht ein Unterschied. Ja? Reagieren die jüngeren Bäume anders auf das Wetter und auf das Klima als die älteren Bäume? Wenn wir die Daten dann haben, dann werten wir die am Computer aus und schauen erstmal, was für Unterschiede können wir überhaupt sehen. Ja, wie ist der Baum nachts, wie verhält sich das gegenüber tags etc. Und dann wollen wir einen digitalen Baum erschaffen, also ein Modell, das auf diesen Daten basiert. Und dann sollen Nutzer und Nutzerinnen das benutzen können, das Modell, und zum Beispiel einstellen, okay, das ist jetzt ein heißer Tag im Spätsommer, es ist 2 Wochen lang kein Regen gefallen. Wie verhält sich der Baum sich da? Ja? Was macht das mit seiner Vitalität? Wie sind die Prozesse da? Und damit sollen die Leute einfach so ein Gefühl bekommen dafür, okay, Klimawandel, was heißt das eigentlich für den Baum, ja, und für seine Physiologie? Wie reagiert er darauf? Wie geht es ihm dabei quasi? Genau, und das versuchen wir mit diesen Messstationen herauszufinden.